Hallo Freunde, heute gibt es wieder mal ein Masters of the Universe Update von mir. Ich habe eine Figur bekommen, diesmal kein Vintage, sondern eine neue Figur, eine sogenannte Masters of the Universe Mattel Creations Exclusive Figur. Welche das ist, was es damit auf sich hat und warum ich mir die geholt habe, das seht ihr jetzt in diesem Video. Ja Leute, wie gesagt, ich habe mir diesmal wieder eine neue Masters-Figur geholt. Und zwar handelt es diesmal um ein Mattel Creations Exclusive-Figur, also eine Figur, die nicht im regulären Handel oder bei den Online-Shops erscheint, sondern nur für kurze Zeit bei Mattel Creations verfügbar war, vorzubestellen war. Die Figur ist jetzt bei mir eingetroffen und es handelt sich um den He Skeletor. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, hat er was genommen? Hat der Alzheimer oder ist er senil? Nee, der heißt wirklich He Skeletor. Ein bisschen komischer Name, wie ich finde. Aber ich möchte euch die Figur jetzt erstmal kurz vorstellen. Ja, und zwar kam die, wie bei den Mattel Creations Exclusives, natürlich halt auch in einem schönen braunen Umkarton. Und allein diesen braunen Umkarton finde ich ja, ich sag's dir immer wieder, die finde ich halt total klasse. Ja, und wenn ihr hier seht, die Figur sieht verdammt nach He-Man aus, ja, nach dem Original He-Man. Ja, mit seinem Harnisch, mit seinem Schwert, und auch hier sieht es so ein bisschen aus, als wäre der halt aus der ersten Wave oder als wäre es der Original He-Man. Und ich habe hier oben schon mal den Tesafilm durchgeschnitten. Und das erste, was wir sehen, ist, es ist wieder ein schöner Einleger, dass die Karte halt stabil bleibt mit dabei. Das finde ich toll. Ja, und dann holen wir die Figur mal raus. Und ja, der sieht schon echt krass aus. Ich zeige in die Kamera. Ja, He Skeletor. Ja, es ist ein He-Man, ein Repaint He-Man. Ja, und ich finde diese Farbgebung einfach toll. Ich finde es hier einfach klasse. Die Rückseite nochmal ganz schnell. Ja, wieder mit einem genialen Artwork, was die komplette Rückseite füllt. Ja, finde ich total klasse. Ja, und auf der Vorderseite heißt der He Skeletor Most Powerful Keldor in the Multiverse. Ja, und das hat was auf sich, bevor wir uns jetzt nochmal im Detail die Karte und so weiter anschauen. Diese Figur stammt aus einem Comic, ja, und zwar aus diesem Comic hier, Masters of the Universe, ja, und zwar Masters of the Multiverse. Ja, ich möchte euch gar nicht zu viel über dieses Buch erzählen. Ich möchte euch nur gerade nochmal zeigen, wo er hier vorkommt zum Beispiel. Ja, hier habe ich zum Beispiel diese Figur, hier ist der He Skeletor und hier ist die Figur. Also ich finde es wirklich gelungen. Ja, es ist natürlich eine sehr einfache Umsetzung. Ja, die Figur wird in diesem Comic, das noch vorab, nicht beim Namen genannt. Ich finde, soweit ich weiß, ich müsste es nochmal durchgehen, aber ich meine nicht, so finde ich diesen Namen He Skeletor halt schon ein bisschen komisch. Ja, für alle, die das Buch nicht kennen, ich finde es toll, es ist ein schönes, dickes Buch. Es besteht aus 6 einzelnen Heften, die einzeln rausgekommen sind, jetzt zusammengefasst in einem Buch. Wenn ich den Link nochmal finde, dann packe ich ihn auch unten in die Videobeschreibung, wo ihr das Buch bestellen könnt, wenn ihr es noch nicht habt. Und das Tolle ist, es geht um, eigentlich ist der Hauptantagonist, ist eigentlich hier der Anti-Eternia He-Man. Und das finde ich ja geil. Ja, eine Figur, entsprungen aus einem einem deutschen Hörspiel aus der Hörspielschmiede Europa von Heike-Dine Körting, ja, aus den 80er Jahren, Nummer 11, Anti-Eternia. Ja, und dieser He Skeletor, bin schon ganz durcheinander, dieser Anti-Eternia He-Man reist quasi durch die Multiversen und versucht da Schindluder zu treiben. Und das hier ist ein Resultat aus diesem Comic, also die Figur gibt es nur in dem Comic. Ja, und wie ihr seht, es ist ein 1:1 nochmal Repaint von He-Man, aber ich finde es halt einfach toll. Das ist ein richtiges Exclusive, Leute, für mich. Ja, also wie gesagt, den braucht mit Sicherheit nicht jeder, der gefällt nicht jedem. Ja, und von daher kann man den auch ruhig auslassen bei den Origins Standardfiguren und deswegen ist ein Exclusive genau das Richtige. Der war, glaube ich, auch über einen Tag vorzubestellen bei Mattel Creations. Also so begehrt war er anscheinend nicht oder die Auflage war so hoch. Man wird es halt nie rausfinden. Es ist, wie gesagt, ein Repaint He-Man. Ja, und ich habe mir den einfach geholt, weil ich habe das Buch, ich fand die Idee ganz nett.
Ich dachte mir natürlich, dass halt wieder ein geniales Artwork drauf ist, was natürlich ist. Und ich mag ganz einfach, und das ist eine ganz einfache Erklärung, ich mag die He-Man-Varianten, keine He-Man-Auflagen wie jetzt Thunder Punch He-Man, Battle Armor He-Man, Flying Fist He-Man etc., sondern ich mag den klassischen He-Man, so wie es halt hier auch der Anti-Eternia He-Man ist, ja, einfach mit seinem klassischen Harnisch etc., klassisches Design, einfach in verschiedenen Farben. Das finde ich halt einfach toll, ja, deswegen mag ich halt auch den Faker so sehr, der gefällt mir auch so. Der Anti-Eternia He-Man, den habe ich auch zweimal, den habe ich einmal ausgepackt und einmal original verpackt. Und hier ist es genauso, ja, den finde ich auch total toll. Ich finde diese Farbgebung halt klasse, das Blau mit dem Lila und den schwarzen Haaren, ja, diese goldenen, ja, Armreifen und das goldene Kreuz auf der Brust ist, oder ja, gelblich-gold. Ich finde es halt einfach toll. Ja, natürlich halt hier auch wieder wie bei einem exklusiv natürlich, wie bei den Deluxe-Figuren halt auch, diese Zeichnung hier. Ja, da kann man nicht viel falsch machen. Das ist eine klassische He-Man-Figur in einer anderen Farbe. Ich finde es einfach toll. Ich finde diese Figur einfach toll. Und ja, er hat das Zauberschwert dabei. Er hat eine Axt dabei. Und er hat seinen Schild dabei. Und auch den Schild finde ich halt toll. Alles in lila gehalten. Der Schild halt auch, wenn man das hier unten sieht, mit Gold verziert. Ja, finde ich toll. Und er hat ein exklusives Comic. Crisis at the Multicore dabei. Ja, dass es auch nur bei dieser Figur dabei ist. Und ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass die Figur ist nicht für jeden was, aber dass einige, die Figur nicht bestellt haben, jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich sie mir doch bestellt. Ja, das ist mir schon ein, zwei Mal bei den Exclusive so gegangen, dass ich im Nachhinein gesagt habe, hätte ich sie doch mal bestellt, weil die sieht halt einfach toll aus. Und was Mattel kann, eins, was sie auf jeden Fall können, sind diese Artworks hier, Leute. Die finde ich einfach toll. Ja, und manche werden wahrscheinlich auch den braunen Umkarton halt hier nicht benutzen oder in Altpapier schmeißen oder was auch immer. Aber auch den finde ich halt toll. Ich finde, da gibt sich Mattel wirklich Mühe. Ja, selbst den Umkarton halt, einen Aufdruck drauf zu machen, finde ich richtig klasse. Wenn ihr die Figur, ich packe sie jetzt nicht aus, ja, die passt halt so perfekt in meine He-Man OVP-Sammlung. Wenn ihr die Figur ausgepackt sehen wollt, so rum, ja, wenn ihr ein bisschen mehr über die Figur, über die Geschichte von der Figur sehen wollt, dann klickt doch mal beim Motodad rein. Der hat da auch ein Video zu gemacht. Ich gucke mal, dass ich das auch hier unten in der Videobeschreibung verlinke. Ja, erzähle da ein bisschen mehr drüber. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Das kann er wesentlich besser wie ich. Und von daher, ja, wenn ihr da wollt, schaut da mal rein. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert doch meinen Kanal und verpasst kein weiteres Video mehr. Ja, ansonsten weitere Masters of the Universe Videos blende ich euch hier nochmal ein. Ansonsten klickt einfach auf meinen Kanal. Da gibt es noch viel mehr außerhalb der Masters, viel aus den 80er Jahren, über Filme, über andere Toys, über Merchandise und so weiter, Flohmarktfunde. Ja, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, euer Retro Rauner.